paar Hühnerke. Im Moment habe ich keine Hühner. Ja, die sind wohl in der Batterie hier, wenn ich das richtig sehe. Eine Legebatterie, aber die sehe ich nicht. Die steht hier nur dumm rum. Oder werden die noch geliefert? Kommen die erst noch oder was? Guck, da kommen sie. Da kommen die Gockels. Da sind sie. Oh, wir haben Hühner. 10 Stück. Hallo Freunde, ich bin's wieder, der Kenny. Ja, heute habe ich euch ein neues Spiel mitgebracht. Das Spiel wird erst am 29. April 2024 veröffentlicht und heißt Farm Manager World. Farm Manager World wurde von dem Entwickler Cleverzen Games entwickelt und vertrieben wird es durch die Simfarm SA und Playway SA. Playway ist bekannt mit Hausflipper etc. und so weiter. Und Farm Manager World ist eigentlich eine knallharte, ja nicht knallharte, ist eine Wirtschaftssimulation. Wer Landwirtschaft mag und Wirtschaftssimulation mag, ist hier wirklich gut aufgehoben. Das Spiel ist sehr, sehr umfangreich, was die Produkte angeht, die man herstellen kann, beziehungsweise produzieren kann. Ihr könnt Sachen anbauen, ihr könnt Tiere züchten, ihr könnt exotische Sachen anpflanzen, Ananas zum Beispiel und. Und das, wie gesagt, ihr seid Manager einer Farm, die ihr aufbauen müsst. Von Anfang bis Ende, also von vorne bis hinten, mit allem, was dazugehört. Ihr müsst Dünger kaufen, ihr müsst Futter kaufen für die Tiere, ihr müsst Mitarbeiter einstellen, ihr müsst Geräte kaufen, Gerätschaften kaufen und das Spiel ist verflucht umfangreich. Und ihr könnt euch dann die Sachen, die ihr produziert habt, die werden in euer Lager eingelagert, in euer Lager eingelagert. Und diese Sachen könnt ihr dann auf dem Markt verfolgen, wie hoch der Preis ist, ne? Wie man es kennt. Preis ist oben, wir verkaufen, Preis ist unten, lieber noch ein bisschen rumlagern. Natürlich haben die Sachen, die im Lager liegen, natürlich eine Haltbarkeitsrate. Das heißt, irgendwann werden die Sachen schlecht oder die sinken in der Qualität. So, wenn so ein bisschen Mais verdörrt, dann sind es 63 Tage, bis der schlecht wird. Ja, wie gesagt, Farm Manager World ist eine Wirtschaftssimulation. Aufgebaut ähnlich wie Farm Simulator. Ihr selber müsst keine Fahrzeuge steuern. Ihr selber seid eigentlich nur dafür verantwortlich, Felder anzulegen, diese zu sagen, was kommt auf den Feldern drauf, Tiere zu züchten, zu sagen, was kommt für Tiere werden gezüchtet. Und ihr könnt im weiteren Spielverlauf mit euren Produkten, die könnt ihr dann noch weiter produzieren. Ihr könnt dann weitere Sachen produzieren, Fabriken aufstellen und. Und interessant in der Geschichte ist, ihr könnt nicht einfach hingehen und sagen, so, ich mache jetzt einen Kuhstall, mache daraus Milch und daraus dann Käse, als Beispiel. Nein, das geht so nicht, denn ihr müsst Schulungen besuchen, damit ihr dann solche Sachen machen könnt. Ne? Als Beispiel jetzt in meinem Fall, ich hatte ein Feld angebaut und habe darauf Weizen angepflanzt, wollte dann mir einen Mähdrescher holen, beziehungsweise eine Erntemaschine holen. Das Problem war nur, ich musste für diese Erntemaschine, damit ich besitzen darf, musste ich bestimmte Voraussetzungen haben, unter anderem 3 Parkplätze aufbauen und eine Schulung besuchen. So eine Schulung dauert ein bisschen was. Und durfte mir dann die Erntemaschine zulegen und habe sie dann noch gehabt. Aber der Wachstum der Pflanzen da dauert, also ist eigentlich machbar. Wichtig ist, dass ihr dann auch Mitarbeiter einstellt, die diese Fähigkeiten haben. Das heißt, ihr könnt nicht jemanden einstellen und sagen, so, du machst jetzt das, sondern der muss auch die Qualifikation dafür haben. Das seht ihr dann im Mitarbeiterbildschirm, wenn ihr dann auf den Personalmarkt geht. Da spielt sich das Ganze ab. Also wie gesagt, ihr macht nichts selber, sondern ihr stellt die Leute ein für die Arbeiten. Ihr stellt jemanden ein, der für euch Bienen züchtet und Honig macht. Ihr stellt jemanden ein, der für euch Hühner züchtet und daraus Eier macht. Ihr stellt jemanden ein, der die Felder bewirtschaftet. Ihr stellt jemanden ein, der das Lager begutachtet und so weiter. Also es ist eine knallharte, schöne Wirtschaftssituation. Grafikmäßig ist das wirklich ansehbar. Gefällt mir. Und man verstrickt sich oder man vertieft langsam in das Spiel. Was mir selbst eigentlich viel Spaß gemacht hat. Farm Manager World ist, wie gesagt, wird am 29. April veröffentlicht. Also wir haben heute, glaube ich, den 28. April. Also morgen kommt das Spiel raus. Und ich habe schon vorab Zugang dazu bekommen. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Und durfte das Ganze antesten. Am Anfang angefangen. Ich habe mir eine Imkerbude hingesetzt, habe da ein paar Bienenstöcke hingestellt und muss dafür Mitarbeiter einstellen. Es dauert ein bisschen, bis man sich da ein bisschen reingefuchst hat.
was und wieso und warum. Man kann auch ein Tutorial spielen, das ist alles kein Problem. Ich habe direkt mit einem freien Spiel angefangen. Vielleicht hätte ich erst das Tutorial machen sollen. Es hat lange Zeit gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie kriege ich eigentlich meine Sachen verkauft. Aber es ist wirklich eine schöne Wirtschaftssimulation, so, die man gelegentlich mal spielt. Ne? Wenn man Bock hat, mal so richtig so Wirtschaftssimulation zu spielen, ist Farm Manager World, ist einfach anschmeißen, loslegen. Wenn man keine Lust mehr hat, wenn es zu unübersichtlich ist oder wenn man zu viel hat, dann wieder ausmachen, dann irgendwann wieder weiterspielen. Also sogenanntes Gelegenheitsspiel. Kommen wir jetzt zum Fazit des Spiels. Ja, das Spiel selber, wie gesagt, Fazit zum Farm Manager World, veröffentlicht am 29. April 2024. Der Entwickler ist Cleverzen Games und wird vertrieben durch Playway SA und Simfarm SA. Grafikmäßig gefällt mir die Grafik. Ist zwar nur jetzt von oben herab, also man kann nicht schön ranzoomen oder 3D-mäßig machen, sondern von oben herab. Das tut aber auch keinen großen Unterschied. Ist sogar übersichtlicher, als wenn ich jetzt 3D gucken würde. Vom Sound her, ja, die Atmosphäre vom Sound ist halt typisch. Eine schöne Hintergrundmusik, die man auch leiser drehen kann. Ein bisschen Soundeffekte. Ist eigentlich angenehm. Was den Spielspaß angeht, für eine Wirtschaftssimulation ist es ein Riesenspielspaß. Also wer Lust hat, eine Wirtschaftssimulation zu zocken und das Ganze in Farming angelegt ist und selber was herstellen und verkaufen, der ist hier bei Farm Manager World wirklich gut aufgehoben. Kleines Spiel für den Zeitvertreib, nettes Spiel für den Zeitvertreib. Frisst die 1, 2, 3, 4, 5 Stunden, wenn man einmal dran ist. Und insgesamt würde ich das Spiel empfehlen. Ich weiß leider nicht genau, was das Spiel bei der Veröffentlichung kosten wird. Ich hoffe, der Preis ist nicht allzu hoch. Wird für ein Gelegenheitsspiel, glaube ich, auch nicht so hoch angelegt werden. Das Spiel, wir haben heute den 28. Spiel, wird erst morgen veröffentlicht, daher kann ich den Preis nicht sagen. Ihr findet aber die Steam-Beschreibung bzw. Steam-Link bei mir hier unten in der Beschreibung drin. Und das war's auch schon wieder mit meinem Vorgestellt-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich natürlich über einen Daumen freuen, über einen Kommentar freuen, wie ihr möchtet, oder ein Abo, wie ihr möchtet. Ihr kennt die ganze Geschichte. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Kenny. Tschüss.